你好，欢迎来到基尔大学中国中心。Das war Chinesisch und bedeutet herzlich willkommen am China-Zentrum der CAU. Hier im 3. Stock der Leibnizstraße 10 der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zwischen einer Vielfalt an Sprachangeboten befindet sich der Treffpunkt für Chinesischsprachige und Chinesisch Interessierte. Dieses Jahr feiert das China-Zentrum sein 10-jähriges Jubiläum. Neben der chinesischen Sprache beschäftigt sich das China-Zentrum außerdem mit dem interkulturellen Austausch und neben den zahlreichen Sprachangeboten finden kreative und künstlerische Projekte statt. Beispielsweise wurde vor kurzem ein chinesischer Theaterkurs ins Leben gerufen. Das China-Zentrum wurde 2012 gegründet, hatte natürlich einen Vorlauf, das ist historisch gewachsen aus der Sinologie, die es hier schon gab, einige Jahrzehnte. Und deshalb haben wir auch eine sehr schöne große Bibliothek. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir auch Forschung betreiben am China-Zentrum. Unsere Themen sind vor allem Umwelt, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und das spiegelt sich also in der Forschung wieder, aber auch im Unterricht, also in den Angeboten, die wir geben, Lehrangeboten. Und das China-Zentrum ist angesiedelt hier nach wie vor, wie die Sinologie hier war. Gab es die Sinologie hier im Orientalischen Seminar. Das ist der Ort, an dem China vorkommt, hier an der Universität und an dem China erforscht, gelehrt, vermittelt und so weiter. Und zwar für Studierende aller 8 Fakultäten. Und nicht nur für Studierende, auch für Verwaltungspersonal oder auch für Postdocs, für alle, die sich auf irgendeine Weise mit China auseinandersetzen wollen oder müssen. Ich bin aufs China-Zentrum gekommen durch eine Mitbewohnerin von mir. Sie hat bei mir ein halbes Jahr gelebt und sie war Chinesin. Und ich war schon immer interessiert, eine asiatische Sprache zu lernen. Und dann hatte ich sie als Freundin dann dabei und habe mir gedacht, dann nehme ich jetzt Chinesisch. Ich spreche absolut fließend Chinesisch. Nein, also ich kann so Smalltalk ganz gut schon machen. Ich kann auch einige Dinge verstehen, solange halt langsam und einfach gesprochen wird. Wenn jetzt Chinesen unter sich reden oder das sehr schnell oder kompliziert ist, dann verstehe ich das noch nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass ich perfekt rede. Also so ganz kleine Sachen kann ich mich dann schon verständlich machen. Aber der Kurs geht ja noch länger. Dieses Tandem-Programm ist eine Zusammenarbeit mit DAF. Dort bilden chinesische muttersprachlichen Studierende und die chinesische Lernende von uns autonom Lerngruppe, natürlich unter unserer Begleitung. Dabei sind sie Lehrende, aber auch gleichzeitig Lernende. Die helfen einander beim Sprachlernen, aber auch interkulturellem Verstehen. Und ein wichtiger Nebeneffekt ist vielleicht auch, viele sind dann danach viel bewusster, wie gut bzw. wie viel verstehe ich meine eigene Sprache oder Kultur. In dem Sprachkurs selber, also es gibt ja Sprachkurse von 1 bis 8, da lernt man eher weniger jetzt in meinem Alter Chinesen kennen, jetzt außer die Lehrerin. Aber es gibt ja noch viele weitere Angebote und es gibt zum Beispiel Chinese Corner und da war ich dieses Semester einige Male und das ist ganz interessant, da kommen immer ganz unterschiedliche Leute hin und du musst auch nicht jede Woche kommen, das ist nicht fortfließend, sondern das ist einfach nur, dass man da hinkommt, sich unterhalten kann. Man übt halt viel Smalltalk, was besonders für den Anfang halt sehr wichtig und interessant ist und hat jede Woche eine andere Gruppe und dann redet man einfach über sein Leben, was man so macht. Und wir waren auch schon zusammen grillen oder so und dass man dann halt noch einfach so Dinge macht, so lernt man sich dann kennen. Genau, und dann dadurch habe ich jetzt auch die Leute hier in der Theatergruppe zum Beispiel kennengelernt. We always have like a training at the beginning, and this training is not only for training to have more skills or techniques for performance, but also for your body and find a really good way to speak, because like as a theater membership, sometimes it's really difficult to speak the whole time straight for 2 hours, 3 hours. So you need to find a really comfortable way for yourself to to really hold the whole performance. And that's also the reason sometimes we are not only the training for techniques, but also for our body. Like we have one workshop only focusing on our
like fitness, let's say, kind of like we do some stretching and some muscle training and so on. And I think this is also a really good part because you like performance is kind of like your emotional expression. But if you don't have like a strong body, sometimes it's difficult to express everything you want to. We are always training for a real stage. However, training sometimes can be quite boring, and so we have to play games so that people can think, oh, it's interesting and I want in. But actually, all games always have something to do with a part of the training. So we play games, actually we are under a training, yeah. And after the training, definitely we will always go for dinner. That's also the best. Yeah, good food here. Yes. Yeah, the power transport game is fun and we do it all the time. It's actually the member here has to be focused all the time, like you are on a real stage, because on the stage anything can happen and even some accidents. You have always focus on this stage. Your mind have to stay here and not any elsewhere. So first you have to focus, and second you have to transport the power. So you can see all the actors or actresses, they are always energetic on a stage, and we want to be that. So our fun theater group, we really welcome everybody to join us, all of the international students, and whatever you are studying, whatever you are doing, whatever you are interested in, just join us. Everybody, 欢迎大家！欢迎加入